Es war ein sonniger Samstagmorgen, und in Mikes Herz herrschte eine ungeheure Vorfreude. Der 6-jährige Junge konnte es kaum erwarten, mit seiner Familie in den nahegelegenen Wald zu gehen. Das war ein Abenteuer, auf das er sich schon seit Tagen freute. Die Vorstellung, die dichten Bäume, die klaren Bäche und die geheimnisvollen Waldwege zu erkunden, ließ sein kleines Herz höher schlagen. Früh am Morgen packte Mike seinen Rucksack mit einem Sandwich, seinem Lieblingsspielzeug und einer Wasserflasche. Er konnte es kaum erwarten, seinen Eltern und seinem großen Bruder zu erzählen, wie aufgeregt er war. Das Frühstück wurde in Windeseile verschlungen, und dann machte sich die Familie auf den Weg in Richtung des Waldes, der von einem dichten, grünen Blätterdach überzogen war. Die Vögel sangen fröhlich, als sie den Wald betraten, und die Sonnenstrahlen drangen durch die Baumkronen, um den Wald in ein warmes, einladendes Licht zu tauchen. Mike spürte eine tiefe Verbundenheit zur Natur und fühlte sich lebendig, während er die Geräusche des Waldes um sich herum wahrnahm. Sein Herz klopfte vor Aufregung, und er konnte es kaum erwarten, all die Wunder des Waldes zu entdecken, von denen seine Eltern so oft erzählt hatten. Die Familie schlenderte langsam die Waldwege entlang, und Mike beobachtete fasziniert die verschiedenen Pflanzen und Blumen, die am Wegesrand wuchsen. Seine Mutter erklärte ihm geduldig die Namen einiger Pflanzen und zeigte ihm, wie man die Blätter vorsichtig berühren konnte, um die verschiedenen Texturen zu spüren. Sein Vater erzählte ihm Geschichten von Abenteuern im Wald aus seiner eigenen Kindheit, die Mikes Fantasie anregten. Je tiefer sie in den Wald vordrangen, desto lauter wurden die Geräusche der Natur. Das Rascheln der Blätter, das Plätschern eines nahegelegenen Baches und das Zwitschern der Vögel erfüllten die Luft. Mike spürte, wie seine Neugierde wuchs, und er begann, aufmerksam nach den Tieren Ausschau zu halten, von denen er gehört hatte, dass sie im Wald lebten. Schließlich erreichten sie eine kleine Lichtung, die von hohen Bäumen umgeben war. Hier beschlossen sie, eine Pause zu machen und ihr mitgebrachtes Picknick zu genießen. Mike saß auf einer Decke und biss genüsslich in sein Sandwich, während er die Natur um sich herum bewunderte. Es war ein perfekter Tag. Unmittelbar nach dem Essen stand Mike auf und begann, den Wald weiter zu erkunden. Er folgte einem schmalen Pfad, der ihn tiefer in den Wald führte. Und hier, inmitten des dichten Grüns, begann sein Abenteuer erst richtig. Was er noch nicht wusste, war, dass der Wald voller Überraschungen steckte und dass er schon bald auf einige ungewöhnliche und liebenswerte Bewohner des Waldes treffen würde. Der schmale Pfad, den Mike einschlug, führte ihn durch dichtes Unterholz und immer tiefer in den Wald hinein. Die Blätter der Bäume bildeten ein grünes Dach über ihm, und die Sonnenstrahlen drangen nur sporadisch hindurch, was dem Wald einen märchenhaften Charme verlieh. Mike konnte das Rascheln der Blätter und das leise Plätschern eines Baches in der Nähe hören, während er aufgeregt voranging. Plötzlich hörte er ein fröhliches Bellen, das sich von fern näherte. Sein Herz schlug schneller, und er folgte dem Geräusch. Nach einigen Minuten erreichte er eine kleine Lichtung, auf der eine Gruppe von freundlichen Hunden herumtollte. Es waren Hunde unterschiedlichster Rassen und Größen, von kleinen Terriern bis zu großen, majestätischen Hunden. Mike näherte sich langsam der Gruppe, und die Hunde schienen seine Anwesenheit freundlich zu begrüßen. Sie wedelten mit den Schwänzen und luden ihn ein, mit ihnen zu spielen. Mike, der Hunde über alles liebte, war im 7. Himmel. Er begann, mit den Hunden herumzutollen, warf Stöckchen und spielte Verstecken mit ihnen. Es war, als ob die Hunde ihn von Anfang an gekannt hätten. Während er mit den Hunden spielte, bemerkte Mike,
dass er nicht allein war. Ein paar Rehe beobachteten neugierig das fröhliche Treiben von einem nahegelegenen Waldstück aus. Sie schienen keine Angst vor ihm zu haben und musterten ihn mit ihren großen, sanften Augen. Mike konnte kaum glauben, dass er so nah an diesen wunderbaren Tieren sein dürfte. Die Zeit verging wie im Flug, während Mike mit den Hunden und den Rehen spielte und den Wald in vollen Zügen genoss. Die Tierwelt schien ihn mit offenen Armen willkommen zu heißen, und er fühlte sich, als gehörte er selbst zum Wald. Dies war der Beginn eines zauberhaften Abenteuers, das seine Vorstellungskraft beflügelte und ihn näher zur Natur brachte, als er es je erwartet hatte. Mike verbrachte Stunden damit, mit den Hunden und den Rehen im Wald zu spielen. Die Hunde führten ihn zu ihren Lieblingsplätzen im Wald, während die Rehe ihn mit ihrer Anmut und Schönheit faszinierten. Doch das war noch nicht alles, was der Wald zu bieten hatte. Während er sich mit den Hunden und den Rehen vergnügte, hörte er plötzlich ein lautes Quaken. Verwundert wandte er sich in Richtung des Geräuschs und sah eine Gruppe von Enten, die aus einem nahegelegenen Teich hervorkamen. Die Enten watschelten auf ihn zu und begrüßten ihn mit fröhlichem Schnattern. Mike konnte sein Glück kaum fassen. Er setzte sich an den Teich und beobachtete, wie die Enten schwammen und miteinander kommunizierten. Ein paar mutige Enten näherten sich ihm und schienen förmlich nach Streicheleinheiten zu betteln. Lachend streckte er seine Hand aus und kraulte vorsichtig die Köpfe der Enten. Sie schienen es zu genießen und schwammen noch näher heran. Der Tag verstrich, und Mike hatte das Gefühl, dass er sich in eine völlig neue Welt verwandelt hatte. Er hatte Freundschaften mit Hunden, Rehen und Enten geschlossen, die ihn mit offenen Armen und Schnäbeln empfangen hatten. Der Wald war nicht mehr nur ein Ort der Natur, sondern ein Ort der Freundschaft und des Staunens. Als die Sonne langsam am Horizont sank und der Tag sich dem Ende neigte, wusste Mike, dass er sich von seinen neuen Freunden verabschieden musste. Die Hunde, Rehe und Enten begleiteten ihn bis zum Rand des Waldes, und sie schienen zu verstehen, dass er nach Hause zurückkehren musste. Mit einem weinenden Auge und einem lachenden Herzen verabschiedete er sich von den Tieren, die sein Abenteuer im Wald so besonders gemacht hatten. Doch Mike wusste, dass er immer eine besondere Verbindung zum Wald und seinen tierischen Freunden haben würde. Mit einem glücklichen Seufzen trat er den Rückweg an, und der Wald flüsterte ihm leise zu, dass er jederzeit willkommen sei, wiederzukommen. Die Tage im Wald verflogen wie im Flug, und Mike hatte unzählige Abenteuer mit seinen tierischen Freunden erlebt. Doch wie es im Leben oft der Fall ist, näherte sich auch sein Sommerurlaub allmählich dem Ende. Es war an der Zeit, Abschied zu nehmen. An diesem letzten Tag im Wald fühlte Mike sich zwiegespalten. Einerseits freute er sich darauf, wieder nach Hause zu gehen und seine anderen Freunde und seine Schule wiederzusehen, aber andererseits fiel es ihm schwer, sich von den Tieren zu verabschieden, die zu seiner zweiten Familie geworden waren. Als die Zeit des Abschieds näher rückte, versammelten sich seine tierischen Freunde um ihn herum. Die Hunde schnüffelten an seinen Beinen, die Rehe streckten vorsichtig ihre Nasen aus, und die Enten watschelten traurig quakend um ihn herum. Es schien, als würden sie verstehen, dass er gehen musste, und sie alle spürten die Leere, die sein Abschied hinterlassen würde. Mike setzte sich auf eine Bank am Rande des Waldes und begann, jedem seiner Freunde leise zu danken. Er erzählte den Hunden, wie viel Spaß er mit ihnen gehabt hatte und wie sehr er ihre verspielte Art liebte. Den Rehen erzählte er von den unvergesslichen Momenten, die er in ihrer Gesellschaft erlebt hatte, und wie beeindruckend er ihre Anmut und Schönheit fand.
Den Enten versprach er, immer an sie zu denken und vielleicht irgendwann zurückzukehren. Die Tiere schienen seine Worte zu verstehen, und sie schenkten ihm mit ihren Blicken Trost. Es war ein emotionaler Moment, in dem Mike erkannte, wie tief seine Bindung zu diesen wunderbaren Wesen im Wald geworden war. Mit einem schweren Herzen und Tränen in den Augen erhob sich Mike schließlich von der Bank. Er umarmte die Hunde, kraulte die Rehe und gab den Enten einen letzten Abschiedsgruß. Dann machte er sich mit seiner Familie auf den Heimweg. Während sie den Wald verließen, drehte sich Mike noch einmal um und winkte seinen Freunden zu. Er wusste, dass er eines Tages wiederkommen würde. Und so endete sein unvergessliches Abenteuer im Wald, aber die Erinnerungen und Freundschaften, die er dort geschlossen hatte, würden für immer in seinem Herzen bleiben.